Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Brookworld zu einem weiteren Update-Video. Das müsste Update 121 sein und diesmal wird die ganze Sache etwas Besonderes sein, denn ihr seht, da steht ein älteres Handy von mir, ich glaube das Vorgängermodell, das müsste ein Pixel 3 sein, hier mit der Konstellation, dass es hier auf den Bereich mit der Lücke hier im Strand filmt. Und zwar möchte ich einen Überraschungs-Late-Night-Stream machen, heute am, ich glaube, was ist denn heute? Montag, der 6. September. Mal schauen, wie das Ganze läuft, mal schauen, wie lange es läuft. Und ja, vielleicht sind manche von euch dabei, jetzt muss ich sagen gewesen, denn wenn ihr das Video hier sehen könnt, ist der Stream schon vorbei. Schauen wir einfach mal, ob ich irgendwas schaffe, wie weit ich komme, wie die Interaktion mit euch läuft und ich bin gespannt. Ich denke nicht, dass das ganze Update innerhalb des Streams passieren wird, aber ich wollte euch mal zeigen, wie es hier aussieht. Bevor es losgeht, ich habe extra das Kabel hier verlegt, damit auch die Kamera nicht ihren Strom verliert während der ganzen Geschichte. Habe Steine bereitgelegt, der ganze Boden hier ist voll und ansonsten würde ich sagen, schauen wir mal, wohin das heutige Update führt oder geführt hat. Es ist ein bisschen ein Zeitparadoxon gerade. So, für euch ist jetzt wahrscheinlich relativ viel passiert, falls ihr den Livestream gestern nicht gesehen habt, denn all das, was jetzt hier seit dem letzten Take passiert ist, alles gestern im Livestream passiert. Einiges hier vorne ist passiert, der Fluss ist soweit fertig, das heißt, der Fluss macht ja eine Biegung hier um die Ecke, das war ja schon geplant, das heißt, hier geht er weiter. Momentan ist hier Ende des Tisches, vielleicht erweitern wir das Ganze irgendwann, deshalb haben wir hier ja auch immer noch die Technik-Bricks, um das möglicherweise zu erweitern. Die Strandfläche hat sich vergrößert, hier sind noch ein paar Steine dazugekommen, hier noch ein bisschen was Grünes und wir sind jetzt fast hinten angekommen. Schauen wir mal, was wir jetzt in diesem Teil des Update-Videos noch machen. Ob es weitere Livestreams gibt, kann ich noch nicht sagen. Ich fand es wirklich nett, muss ich sagen, wahrscheinlich schon. Die wird aber, wie gesagt, weiterhin relativ spät immer passieren, weil es sonst zeitlich nicht machbar ist. Und ich kann die auch nicht unbedingt sehr weit im Voraus ankündigen, also es wird immer relativ spontan sein, ansonsten lässt es sich leider nicht machen. Stichwort Kinder etc. Und ja, ich würde einfach mal sagen, dass ich jetzt hier mal im Teil des Updates einfach hier mal weiterbaue. Wir schauen mal, was wir hier hinten jetzt noch alles schaffen. Wir müssen noch schauen, wir brauchen eigentlich noch Platz für unsere Hütte. Hier für Thor und seine Kumpanen. Und ja, wir schauen einfach mal, wohin jetzt hier im Update das Ganze noch weiterführt. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass wir hier unten noch eine Hütte einbauen werden, hier am Strand, wo eben dann vor allem das Thor-Set mit eben seinen Freunden aus Endgame bzw. aus Thor 3 eine Rolle spielen wird. Das ist jetzt die Base, die ich dafür gelegt habe. Ich muss ja einfach mal die Position dafür finden. Es liegt außerhalb des Grids, weil es sieht einfach hübscher aus. Und ich finde, dass die Position eigentlich ganz gut aussieht. Ich habe jetzt schon ein bisschen angefangen, das hier so ein bisschen mit Mauern, sage ich schon, mit Felsen zu umbauen. Hier hinten wird der Felsen noch ein bisschen höher gehen. Hier werden wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen Fels einbauen. Also jetzt hier vorne an 2 Stellen fixiert. Die Steine helfen jetzt auch noch damit, dass das Ganze ein bisschen fixiert bleibt. Und ich glaube, dass das eine ganz gute Lösung ist. Mir gefällt auch die Position. Das heißt, hier geht es dann ein bisschen mit Stufen hoch, es wird also ein bisschen schöner gemacht und dann kommt hier vielleicht noch eine Terrasse und dann dahinter die eigentliche Hütte. Wird dann beleuchtet, dann kommen die Figuren noch dazu und ich denke, das wird eine ganz nette Geschichte so. Sieht auch von hier vorne ganz nett aus. Wie gesagt, ist ja jetzt bisher nur die Base, da ich ja die irgendwie hier reinbauen muss, bevor ich jetzt hier weiter baue. Und mir persönlich gefällt es eigentlich ganz gut, ich hoffe euch auch. Und ich werde jetzt auf jeden Fall jetzt mal hier weitermachen, dass ich vor allem erstmal hier hinten die Lücke schließen werde, damit wir einfach dann mal ein bisschen vorankommen. Aber grundsätzlich, wenn ich jetzt mal hier ein bisschen nach hinten gehe, wenn man das Chaos hier jetzt ein bisschen wegdenkt, sieht das doch ganz nett aus, oder? So, kleines Zwischenupdate. Der Fels hier auf der rechten Seite der Hütte ist jetzt soweit fertig. Liegt jetzt hier auch ganz schön auf, wo das Ganze noch ein bisschen stabilisiert wird. Und ich finde, es sieht ganz nett aus. Also man hat schon das Gefühl, dass das hier so ein bisschen auf die Felsen drauf gebaut wurde, was ja auch meine Idee ist. Und hier drüben ist die Idee, dass wir hier ein bisschen hochgehen. Ich hoffe, das funktioniert auch so, beziehungsweise sieht dann auch so aus, wie ich mir das vorstelle. Aber ich muss weiterhin sagen, so wie es ist, gefällt es mir. Wir werden dann später hier noch ein bisschen mehr Grün noch mit reinbauen. Also mehr von diesem Pflanzenwuchs, den wir hier haben. Und ich glaube, dann sieht das ganz gut aus. Wenn dann hier noch ein bisschen, da ist die Figur jetzt gleich mal weggeflogen. Hier kommt dann noch irgendwann das Lagerfeuer hin. Und noch mehr Figuren. Und dann, glaube ich, ist das ein ganz schöner Gesamtblick hier auf den Strand. Rein theoretisch könnte man, wenn man dann in die Richtung erweitert, hier den Strand weiter fortführen. Also da ist noch einiges, was man machen kann. Aber ich glaube, dass die Hütte jetzt da eine ganz nette Position hat. Von der Größe ganz gut aussieht.
und dann, glaube ich, hier mit dem Turm im Hintergrund ganz nett aussehen könnte. Ich denke, dass man jetzt langsam besser erkennt, was mein Plan hier für diese Ecke ist. Und zwar geht jetzt hier jetzt die Felswand schon nach oben. Das heißt, die Hütte wird sich hier so wirklich an den Fels anlehnen. Und die kann man jetzt einfach hier rausnehmen. Die ist tatsächlich jetzt nur auf einer Seite fixiert, weil das einfacher ist. Darunter ist nicht viel. Das ist einfach so zum Auflegen, die ganzen Teils hier. Hat sich jetzt nach und nach so entwickelt. Das kommt dann jetzt hier wieder rein. Das mit einer Hand ein bisschen schwierig, aber ich schau mal, ob ich es doch hinbekomme. Ja, klappt. Ist auf der Seite schon sehr, sehr stabil. Hier auch relativ hinten noch ein bisschen locker, weil hier noch keine Auflagefläche ist. Aber die Idee ist aber, dass dann der Fels dann hier sozusagen um das Haus herum geht. Wir dann hier hinten noch unsere Tropfsteinhöhle reinbauen und hier vielleicht noch ein bisschen flacher, dass wir hier vielleicht noch ein paar Bäume draufstellen, dass einfach noch ein bisschen was Hübsches dazukommt. Und ich denke, das ist eine ganz schöne Sache, auch wenn man jetzt mal ein bisschen nach hinten geht. Und man jetzt gerade noch nicht so viel sieht, weil jetzt hier natürlich die ganzen Steine noch rumliegen, glaube ich doch, dass sich die Hütte da hinten ganz gut machen wird, weil es einfach noch mal so ein bisschen einen Farbklecks reinbringt, also in dem Fall braun, und auch immer noch ein bisschen was anderes reinbringt und dass sich das ganze Areal hier unten, glaube ich, damit ganz gut macht. Man wird auch später, jetzt ist es ein bisschen schwierig sein, weil man ja durch die ganzen Behälter nicht sieht, aber man wird auf jeden Fall die Hütte dann wahrscheinlich auch von unter der Brücke sehen können. Und wenn wir da hinten dann noch die Felswand ein bisschen hochziehen, dann haben wir da hinten auch nicht einfach nur die Wand zu sehen, wenn man hier unten durchschaut, sondern wirklich Steine nur. Und das ist auch eine Sache, die mir sehr gut gefallen wird, denke ich. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal hier weitermachen, dass ich auf jeden Fall jetzt erstmal den Felsen hier außen rumziehe komplett, damit das hier die Auflagefläche ordentlich ist. Die Hütte selber werden wir heute nicht bauen. Ich muss erstmal das Set bauen, das ist ja hier mit Tor und den anderen beiden ist der Name mir gerade nicht einfällt, was ich gerade peinlich finde. Aber ja, das mache ich jetzt auf jeden Fall und dann schauen wir mal, was wir heute ansonsten noch schaffen. Ich muss noch überlegen, wie genau ich die Hütte baue und da vielleicht noch Steine bestellen. Aber wie gesagt, Stein ist ein gutes Stichwort. Ich baue den Felsen weiter. Da dieses Video eigentlich gestern hätte erscheinen sollen und ich es doch nicht hinbekommen habe aus zeitlichen Gründen, habe ich gestern Abend, also am Dienstag, dann doch nochmal einen zweiten Livestream gemacht. Der hat ein paar technische Probleme gehabt, das heißt, wir mussten nochmal neu starten, aber viele von euch waren dabei. Dafür nochmal vielen Dank und da haben wir tatsächlich hier weitergebaut. Also ihr seht einen relativ großen Unterschied zum letzten Cut hier in diesem Update-Video. Der ganze Bereich für die zukünftige Hütte ist jetzt schon mal umrandet. Hier habe ich die Felsen ein ganzes Stück nach oben gebaut. Ich mache jetzt eine relativ glatte Kante hier, weil wir vielleicht doch irgendwann hier mal weitermachen. Also deshalb will ich jetzt auch nicht irgendwelche Höhlen einbauen oder dergleichen. Aber Thema Höhle, ich habe jetzt hier zwischen den Felsen noch so einen kleinen Gang angefangen, der vermutlich in einen Höhleneingang münden wird. Und wir haben hier oben hier noch unsere große Öffnung, die muss ich auch noch bauen, wahrscheinlich nicht heute, für unsere Tropfsteinhöhle. Und die Stadtmauer muss ja auch noch irgendwie weitergezogen werden. Also das wird noch eine ganz schöne Geschichte hier vorne. Und hier will ich jetzt langsam übergehen, dass wir jetzt hier langsam mal unsere Lichtung bekommen. Ich werde dann vermutlich die Bäume von hier erstmal rüber setzen, weil ich hier oben noch nicht ganz sicher bin, wie das weitergeht. Aber da drüben kann ich die Bäume schon mal ganz gut nutzen. Dann stehen sie hier nicht einfach nur rum. Ich habe sie da ja damals nur hingestellt zum Testen. Ich glaube, da vorne könnten die einen ganz guten Platz einnehmen. Ansonsten würde ich sagen, ich baue jetzt noch ein bisschen weiter. Mal schauen, wie weit wir in diesem Update-Video kommen. Aber die ganze Entwicklung von dem Bereich hier gefällt mir schon mal super gut. Und wenn dann jetzt hier noch ein bisschen mehr Leben reinkommt, noch ein bisschen mehr Grün, wahrscheinlich auch im Strand auch, und wir auch irgendwann die Hütte da bauen, dann sieht es, glaube ich, super toll aus hier hinten. Hier vorne habe ich jetzt tatsächlich die Höhe erreicht, die ich haben möchte, um jetzt unsere Ebene zu erschaffen, beziehungsweise was auch immer es sein wird, wo dann auch die Bäume noch drauf kommen, die jetzt momentan hier noch da oben stehen, wo dann unsere Szene hier inzwischen stehen hier übrigens 2 Lokis, mit dem Loki und der Sylvie noch hinkommen sollen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch nur im Livestream erwähnt habe oder auch jetzt in diesem Video. Wenn ihr die Loki-Serie gesehen habt, dann gibt es ja die TVA und die haben ja so orangefarbene Portale und ich denke, dass wir sowas auch aus Lego bauen können mit Beleuchtung und daraus sollen dann eben Loki und Sylvie treten hier oben über dem Haus von Lokis Bruder Thor. Ist, glaube ich, eine ganz nette Geschichte, kann man da auch ein bisschen geschichtlich kombinieren und das ist jetzt sozusagen der Anfang. Ich gehe jetzt mal hier mal ein bisschen runter. So sieht jetzt das Ganze hier unten aus. Hier kommt, wie gesagt, die Hütte, das Haus etc. noch hin. Und hier haben wir dann die Stadtmauer hier oben. Hier ist der Turm im Bau und hier kommen wir jetzt auf unsere Anhöhe. Und da kommen dann jetzt hier, denke ich, bald die Bäume hin. Und dann sind wir wahrscheinlich auch, wenn ich jetzt hier die Anhöhe so erreicht habe und die Bäume gesetzt habe, glaube ich, sind wir für heute erstmal fertig in diesem Update-Video. Denn auch wenn ihr die Streams gesehen habt, seht ihr, wie viel Arbeit in diesem Bauen dieser Felsen steckt.
Und ich denke einfach, dass das dann auch einmal reicht für dieses Update-Video. Aber wie gesagt, ich mache jetzt hier noch ein bisschen weiter. Wie angekündigt ist auch der zweite Baum jetzt hier rübergezogen. Ich habe auch einiges an der Front hier, an der Steinfront, an dem Felsen vorangebracht. Ich habe jetzt hier hoch angefangen, hier unser Plateau, auf dem ja dann noch unsere TVA-Szene hier mit Loki und Sylvie hinkommen wird, angefangen. Das heißt, hier wird dann noch ein bisschen was Weg etc. sein. Dann wird da hinten gleich die Wand weiter hochziehen. Einfach auch mit optisch noch ein bisschen was passiert da hinten. Aber ansonsten muss ich sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem, was jetzt hier passiert ist in diesem Update, zusammen mit den beiden Livestreams natürlich. Und es macht sich auf jeden Fall. Ich habe es hier mal ein bisschen zumindest aufgeräumt. Ich werde gleich nochmal den Rest vom Wasser wegräumen, also was draufsteht auf dem Wasser, damit man die Gesamtansicht bekommt. Das ist hier noch so eine Lücke, das wird sich auch noch ändern, weil der Fels wird da ja noch weiter hochgezogen. Da hinten wird dann noch unsere Höhle mit den Tropfsteinen und den Fledermäusen kommen. Der Turm muss natürlich noch höher werden und da hinten muss die Stadtmauer noch weiter bis zum Rand des Tisches gezogen werden. Und wie gesagt, hier auch der Fels geht hier noch ein bisschen weiter hoch. Und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ganz gut geworden. Ich werde jetzt gleich noch ein paar Figuren da, denke ich, hinsetzen, damit es nicht ganz so leer aussieht. Und dann schauen wir uns das Ganze gleich nochmal an. Und das ist dann jetzt der aktuelle Blick auf den, wie gesagt, aktuellen Stand hier im Flussgebiet. Hier unten ist noch ganz viel Chaos, muss ich gleich noch aufräumen. Ich habe jetzt einfach mal alles schnell vom Tisch runter, damit ich hier noch schnell die finale Ansicht machen kann, bevor ich das Video dann gleich schneiden muss. Mal die Figuren hier runterstellen. Die gehören hier jetzt gerade gar nicht hin. Mir gefällt es auf jeden Fall und es ist, wie gesagt, noch nicht fertig. Also, wie gesagt, der Turm wird noch einen großen Unterschied machen, wenn der hier hochwächst. Der Fels da hinten ist ja noch nicht fertig. Wir haben jetzt hier nur knapp hier mal ein bisschen den Strand fertig, den Unterbau für die Holzhütte, wo eben dann Thor mit seinen Kumpanen wohnen wird. Ich habe Thor jetzt schon mal ausgepackt aus dem Set und hier hingesetzt mit seiner Flasche. Sitzt hier noch das Schild passend dazu. Ich dachte, das sieht ganz nett aus. Auch wenn es natürlich jetzt hier nur ein Haus ist und nicht ganz New Asgard. Aber ich fand es einfach ganz lustig, das da hinzustellen. Ja, seht ihr, ich habe hier noch ein paar Figuren hingestellt. Das wird sich aber nochmal ändern, weil wie gesagt, hier kommt irgendwo noch unser Lagerfeuer hin mit ein paar Leuten, die außen rum sitzen. Ich habe jetzt einfach mal Figuren hingestellt, die passend zum Strand sind, damit es nicht so leer aussieht. Hier sieht es ein bisschen komisch wieder aus, weil eben die beiden Bäume fehlen, aber die waren da eh nicht 100% richtig platziert. Das wird sich auf jeden Fall noch ändern, wenn dann hier weitergebaut wird. Dafür finde ich, dass die Bäume sich dort super gut machen und auch mit dem ganzen Grünzeug da drunter. Das sieht auf jeden Fall meiner Meinung nach ziemlich gut aus und wird sicherlich auch nochmal sehr interessant, wenn dann hier die Hütte ungefähr ist. Die wird ja ungefähr auch bis da hochgehen, mit ein bisschen den Fels verdecken. Aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Und wie gesagt, das da hinten, das ist ein kleiner Pfad. Ich denke, dass wir den einfach in die Höhle gehen lassen. Und dann wird es hier auch noch interessant, wie wir jetzt hier weitermachen mit der Stadtmauer und so weiter. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall den Gesamtblick ein ganzes Stück verändert. Und mir gefällt es auf jeden Fall. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Wie gesagt, wir hatten 2 Livestreams, mal als Premiere oder als Abwechslung. Ich hoffe, die dabei waren, denen hat es auch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem hier denkt, was ihr weitermachen könnt, was ihr von den Livestreams haltet. Und überhaupt, wie immer, ich bin einfach froh, dass ihr da seid. Wir nähern uns gleich weiterhin den 6.300 Abonnenten. Vielen, vielen Dank dafür. Und beim nächsten Mal wird wahrscheinlich auch wieder ein bisschen was beleuchtet. Ja, und dann kann man eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Treue, bleibt gesund, viel Spaß beim Server natürlich. Und wir sehen uns dann das nächste Mal hier in der Brickworld. Tschüss!